Welcome back to our series Inside Neonit and Coilix TV. As you might have noticed, we are putting out a video every single day for you from this fashion fair, and today we are starting the interview line. First up is Ulrike Kehler. She's a really impressive lady who has been working in the fashion industry for over 40 years, and she will give you an insight into her thoughts about what has changed in the last couple of years, what has to change in the future, and that of course in regards of sustainability. Stay tuned and hear all about it right after the intro. Coilix, where 150 years of family tradition meets innovation, timeless design and sustainable thinking. Mein Name ist Ulrike Kehler, ich bin Geschäftsführerin der IGEDO Exhibitions und was ich hier mache, ich mache Messen und das von Herzen, weil es Spaß macht. Die IGEDO macht auch eine lange Familienhistorie, macht seit 1949 Messen und das immer im Bereich Fashion. Seit 2017 halt dann auch noch die Schuhe ganzheitlich dazu genommen. Das machen wir zweimal im Jahr und jetzt machen wir ganz neu hinzu ein neues Baby, das ist die Neonit, die Nachhaltigkeitsmesse, die wir eine neue Homebase geben in Düsseldorf. Ich sag mal, bei der IGEDO Exhibitions bin ich jetzt seit 17 Jahren. Ich persönlich bin hier, weil ich das Ganze veranstalte, weil diese Veranstaltung zu treuen Händen der IGEDO Exhibitions übertragen wurde von der Messe Frankfurt. Es sind meine Babys, die hier stattfinden und ich sage, jedes neue Thema, was unsere Unternehmen mit aufnehmen kann, was in unserem Kosmos des Fashions ist für mich Herausforderung und ist für mich eine wunderbare Arbeit, die ich jede Saison neu beginne. Und wir sind immerhin zweimal im Jahr jetzt mit 6 Messen am Start. Ich habe die Neonit als Besucher, als Wettbewerbsveranstalter, sage ich mal, bisher besucht. Das letzte Mal 2020 am Tempelhof in Berlin, wo sie mich extrem beeindruckt hat. Und ich habe immer gesagt, war lange schon mit Messe Frankfurt im Kontakt, dass ich immer gesagt habe, ihr müsst eine Kapsel am Modestandort Düsseldorf, weil es ist nun mal der Modestandort für Order, ihr müsst hierher kommen. Ich glaube, Frankfurt hat es nun leider gar nicht stattgefunden. Das hat Corona-Problematik mit zur Folge. Aber ich glaube, dass Düsseldorf einfach auch für den Besucher, es ist so in der Mitte Deutschlands, ich glaube, das zieht den Besucher so an, weil sie sowieso in diesen 5 Düsseldorf Fashion Days nach Düsseldorf kommen. Ganz viel hat sich getan. Also erstmal, ich glaube einfach, Corona, dann leider auch das schlimme Thema Krieg, hat diese ganze Branche komplett auf den Kopf gestellt. Es gibt viele, das sage ich auch sehr offen, es gibt viele, die unter Vorerkrankungen, das Wort habe ich erst durch Corona gelernt, die darunter schon gelitten haben und es dann erst zutage kam. Zum Zweiten leidet der Handel extrem, weil auch der Verbraucher sich umstellt. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, der Handel muss genauso wie wir den Kopf aufmachen, wie stelle ich meinen Laden um. Ich kann eben nicht mehr der Generation, die jetzt nachwächst, das sind meine Kinder mit 26, 23, die ein völlig neues Verständnis von Einkaufen bekommen, sich ernähren bekommen, da muss ich mir den Laden neu machen. Und es gibt natürlich noch viele inhabergeführte Läden, die auch in Generationen sind, die natürlich älter sind, kriegen keine Nachkommen, die das auch weiterführen müssen. Und eigentlich fühle ich mich auch dafür verantwortlich, dass ich dem Handel gerne zeigen möchte, was kannst du verändern. Wenn du hier reinkommst, kannst du sehen, kuratier dich neu. Ich mache auch oft, dass ich Führungen für Händler mache, die sich immer fragen, woher nehmen sie die Zeit? Ich sage, wenn sie nicht kommen und ich ihnen nicht zeigen darf, was ich ein halbes Jahr in Europa für sie hierher hole, dann ist es verkehrt. Ich kann Ihnen zeigen, wo ich glaube, das ist der richtige Weg. Nicht immer den blauen Pulli kaufen, sondern mal was Neues, das Material anfassen. Dann kommt dazu die Ausbildung des Verkäufers. Die hat sehr gelitten. Der Verbraucher weiß mehr über die Ware als der Verkäufer, der im Laden steht. Auch da müssen wir viel Erziehungsarbeit leisten, viel Ausbildungsarbeit leisten. Deswegen machen wir viele Vorträge. Wir versuchen, den Menschen dahin zu bekommen. Ist eine hehre Aufgabe, aber ich beteilige mich gerne daran. Ich komme selber aus dem Einzelhandel. Meine Eltern haben viele Läden gehabt. Ich weiß, was das heißt, gute Verkäufer auszubilden. Ich könnte Stunden darüber reden, weil es mich einfach selber so fasziniert und weil ich in diesem Job einfach seit 40 Jahren so gerne drin bin und auch so gerne neue Themen aufnehme. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Man muss den Kopf für neue Themen haben, um auch sich selber, sein Unternehmen weiterzuentwickeln. Der Wettbewerb ist so hoch. Wir haben Berlin, wir haben Florenz, wir haben Paris, wir haben Mailand. Düsseldorf muss einfach erkannt werden, wie wichtig es für diese gesamte Fashionbranche ist. An der Neonit ist jetzt erstmal auch für uns als Veranstalter sehr besonders das Thema der Nachhaltigkeit, was wir hier am Standort Düsseldorf nach vorne stellen wollen, wo wir auch zeigen, das ist der richtige Standort dafür. Ganz besonders sind für mich die Menschen, die Aussteller hier, die sind so offen, voller Herz mit dem, was sie tun und das begeistert
begeistert mich extrem und das hat mir auch sehr geholfen, dass ich mich schnell in diese Community einarbeiten konnte. Die Neonit ist ja im Gegensatz zu unserer konventionellen Halle in der Nachbarschaft, werden ja alle hier ganz streng zertifiziert kuratiert. Also wir haben auch neutrale Kuratierung, die dazu gehört. Das machen wir nicht selber, da haben wir Experten. Jeder Aussteller muss dreiseitige Fragebögen ausfüllen und dann werden sie beantwortet und wir dürfen die modische Kuratierung übernehmen, weil wir da sicherlich auch unsere Expertise haben. Dann dürfen die Aussteller, also es ist immer dürfen, wir freuen uns über jeden Aussteller, den wir haben, aber dadurch halten wir natürlich auch das Konzept ganz weit nach oben. Dann dürfen diese bei uns ausstellen. Sie werden zum Beispiel gefragt, auch nach sozialen Standards. Das finde ich halt sehr spannend, dass es nicht nur darum geht, wo kommt der Stoff her, wo wird er verarbeitet, aus was besteht er. Und neben den Zertifikaten war für mich wichtig auf dem Fragebogen wirklich auch die sozialen Standards der Produktionsstätten, der Lieferkette, dass auch wer sitzt von Anfang an dem Teil, was hier dann später in den Handel gehen soll. Das fand ich besonders wichtig, dass halt auch menschenrechtliche Dinge mit reingespielt haben. Dadurch rundet sich für mich das ganze Programm auch ab, dass man mindestens 70% dieser Dinge erfüllen muss, um eben so glaubhaft auch dem Handel sich zu präsentieren. Ich habe immer jedem gesagt, diese Section, die wir entwickelt haben und die eben auch mit einem tollen Team entwickelt wurde, ist für mich das Schmuckstück der Neonit. Es wurde so viel Energie reingesteckt und auch durch dieses Schmuckstück kommen wir hier an ganz neue Kundschaft, an eine ganz neue Klientel, an Content Creators, an InfluencerInnen, die wir bisher so auf B2B-Messen nicht erreichen konnten. Und das ist ein Anziehungspunkt eben gerade hier auch mit diesen Fotoshowcases, dass wir hier den Ausstellern auch anbieten. Ihr könnt euch hier mit einzelnen Kollektionsteilen zeigen und dann halt auch diese Shootings, dass sie ganz schnell auch in Social Media umgesetzt werden können. Ich glaube, das ist ein Zusatzmehrwert auch für den Aussteller, der hier gerne seine Ware zeigen möchte. Eben nicht nur über Newsletter, nicht nur über Lookbooks, sondern wirklich auch direkt am Menschen selber. Ich glaube, wir haben so eine starke Community hier, die auch rundherum ist. Das spüre ich auch an den Anmeldungen, an den Registrierungen, wie viel Neugierde ist. Also glaube ich, dass Neonit eine gute neue deutsche Heimat gefunden hat. I hope you like what we do with this new series about Neonit and sustainable fashion. If you do, please show us and put the thumbs up. Leave us some comments, subscribe to our channel that you don't miss a video. Follow us on Facebook, follow us on Instagram, LinkedIn, and we'll see you for the next video.